Oh, kalte Tristesse im Hochsommer. Ich sehe nur Hochhäuser. Aber das bringt mich auf eine Idee. Wenn du bei regnerischem Wetter nicht glänzen kannst, dann glänzt du eben mit Fimo. Diese wilde Fimo-Kreation zeige ich dir jetzt. Hier arbeitest du mit Resin und mit der Fimo-Technik Mokume Garne. Für die Mokume-Cane des Skyscraper Bracelets nutze ich die Farben Schwarz, Grün und Gelb. Jede einzelne Farbe lasse ich jetzt bei Stufe 4 durch die Pastamaschine. Jetzt lege ich die Farben aufeinander. Ich beginne mit Schwarz, dann folgt Grün und dann Gelb. Deine Mischung mit den 3 Farben lässt du jetzt bei Stufe 1 durch die Pastamaschine. Anschließend nimmst du das Ganze und legst es in der Mitte zusammen. Bei mir ist nun schwarz an beiden Seiten außen. Dann lässt du das Ganze erneut bei Stufe 1 durch die Pastamaschine. Jetzt nehme ich meine Strukturform Wiese und bepinsle die Vorderseite komplett mit Kreide. Ich klopfe das Ganze kurz ab, dann nehme ich die Fimo-Platte und lege sie auf die Struktur. Jetzt nimmst du die Strukturform und dein Fimo und lässt es bei Stufe 1 gemeinsam durch die Pastamaschine. Ich nehme jetzt das Fimo von der Schablone. Die strukturierte Vorderseite zeigt nach oben. Das Ganze drücke ich auf einen festen Untergrund mit dem Acrylroller an. Als nächstes brauchst du eine gebogene Klinge, die ganz dünn ist. Du schneidest jetzt dünne Schichten von deiner Strukturoberfläche ab. Jetzt schneidest du deine kleinen Skyscraper aus, je nach Farbe unterschiedlich groß. Als nächstes kommt das Zwischenstück. Das ist diese Schicht hier in der Mitte zwischen deinem Skyscraper. Ich nehme dazu die Reste der Cane und rolle sie bei Stufe 1 durch die Pastamaschine. Für den Hintergrund der einzelnen Skyscraper-Perlen verwende ich die Fimo-Farbe Schwarz. Du nimmst die dünn ausgerollte Fimo-Farbe Schwarz auf Stufe 3, die Strukturform Wiese und lässt das Ganze durch die Pastamaschine. Du nimmst die gleiche Schablone von deiner Mokume Cane, legst sie auf dein Stufe 1 ausgerolltes Fimo und schneidest es aus. Als nächstes überträgst du auf das Stück die Bahnen für die Löcher. Ich habe mir das Ganze vorher schon eingezeichnet, mit Hilfe von Linien. Entlang dieser Linien schneidest du jetzt. Gehst ein kurzes Stück nach innen und schneidest dann erneut. So hast du deinen Durchlauf für den Faden. Die Stücke legst du jetzt auf die Vorderseite. Dazu dreh sie einmal um. Jetzt legst du die Stücke auf. Genauso wie bei diesem Stück verfährst du jetzt mit allen anderen Stücken. Die Stücke werden dann mit der Vorderseite nach unten gebacken. Nach dem Backen ist ein Stückchen hart. Das Stück bekommt jetzt die Rückseite. Ich verwende dafür das schwarze Fimo mit der Struktur. Erneut schneide ich die gleiche Form für das Feld aus. Damit die Rückseite gut hält auf der Vorderseite, nehme ich etwas Fimo Liquid als Kleber. Du legst das Ganze auf, danach schneidest du die Kanten noch einmal nach. Schließlich folgt der Rand. Bei mir ist dieser ganz schwarz. Dafür verwende ich Fimo Classic Schwarz
und etwas Wasser dazu. Ich vermenge das Ganze, bis das Fimo schwarz wie Kaugummi ist. Mit dem dünnen Fimo fülle ich den Extruder. Als Aufsatz verwende ich einen dünnen Schlitz. Dein Skyscraper-Würfel packst du jetzt damit ein. Der Rand rund um dein Skyscraper-Stück muss ein kleines bisschen überstehen, damit das Resin später nicht ausläuft. Steche jetzt an den Seiten noch die Löcher für den Faden ein. Anschließend gib das Stück zum Backen in den Ofen. Nach dem Backen nimmst du deine Skyscraper-Steine. Dann mischst du dir Resin an. Fertig gemischt wird es jetzt in die Steine gefüllt. Ganz vorsichtig, du brauchst nur eine dünne Schicht. Danach lässt du dein Resin aushärten, mindestens 24 Stunden. Jetzt nimmst du ein Band und fädelst deine einzelnen Skyscrapers auf. Ich verwende dazu ein durchsichtiges Nylonband. Du hast mein Video bis zum Schluss angeschaut. Modellieren mit Fimo ist genauso entspannend wie ein Ausflug im Frühling. Möchtest du gerne mehr zum Thema wissen? Dann schau dich um im Kanal oder lass mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!